gut, dass ihr alle da seid. Und bevor wir gleich die Predigt von Van hören, wollen wir noch ganz herzlich die Leute begrüßen, die sich später diesen Gottesdienst auf YouTube ansehen. So gut, dass du dabei bist und so irgendwie trotzdem gemeinsam mit uns diesen Gottesdienst feierst. Genau, wir wollen gemeinsam beten und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gern dazu aufstehen. Jesus, wir danken dir, dass wir uns hier wieder treffen können und wir lieben es zu wissen, dass wir trotz der Umstände, die gerade sind, dass wir Frieden und Freude erleben dürfen, die nur du geben kannst. Und Herr, wir beten für Van, wir beten, dass du durch ihn redest, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du zu sagen hast und dass wir wirklich bereit sind, dann Schritte zu gehen, die du uns irgendwie aufs Herz legst. Danke, dass du so gut bist. Danke, dass wir dich anbeten dürfen. Und du bist der, den wir ehren mit allem, was wir haben. Amen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie wir schon gehört haben, heute feiern wir Pfingsten. Und ich habe diese Woche auf YouTube geguckt, ein paar Videos geschaut und gesehen, dass einige Menschen sind auf der Straße gegangen in diese Videos und haben die Menschen gefragt, was ist Pfingsten? Und fast keiner wusste, was Pfingsten ist. Ja? Und ich glaube, viele Leute, die sich als Christen nennen, wissen nicht eigentlich, was Pfingsten ist. Pfingsten bedeutet 50. Es ist ein jüdisches Erntefest, das immer 50 Tage nach dem Passafest gefeiert wurde und auch heute gefeiert ist. Und das Fest wird ja noch heute von Juden gefeiert. Aber wir können uns fragen, was das mit uns zu tun hat. Aber wir sollen wissen, Pfingsten ist viel mehr als ein Erntefest. Wir haben die Geschichte gehört in unserem Gottesdienst. Steffi und Anni haben das vorgelesen aus Apostelgeschichte 2. Das ist eine lange Geschichte, ich werde das nicht nochmal lesen. Aber wir haben gehört, dass die Jünger sich versammelt haben und etwas Wunderbares und wirklich Komisches ist passiert. Ja? Die Jünger fingen an zu reden in verschiedenen Sprachen, die sie gar nicht kannten. Und sie konnten das nur machen, weil der Heilige Geist auf sie gekommen ist. In Vers 4 haben wir gehört, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Und die Leute waren wirklich verwirrt. Und dann hat Petrus gesprochen. Und Petrus hat an diesem Tag die erste christliche Predigt gepredigt. Das war das erste Mal, dass jemand in Form einer Predigt das Evangelium weitergegeben hat. Und Petrus hat das alles erklärt. Er hat den Menschen erklärt, dass Jesus gekreuzigt wurde vor fast 50 Tage und dass er auferstanden ist und dass er zurück in den Himmel gegangen ist. Und er hat das auch klar gemacht, das war alles nach Gottes Plan. Das war alles im Alten Testament vorhergesagt. Und dann hat er etwas gesagt, das die Menschen wirklich schockiert hat. Er hat gesagt, Jesus ist der Messias, ist der Herr und ihr habt ihn umgebracht. Er sagte das in Vers 36, ich will das vorlesen. Er sagte, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Diese Menschen haben Jesus nicht leiblich gekreuzigt, aber sie waren dabei, als er gekreuzigt wurde.
und Pilatus wollte ihn freilassen. Aber was haben diese Leute gesagt? Sie haben gesagt, kreuzige ihn. Das wollten sie und das haben sie bekommen, was sie wollten. Ja? Aber was hat das mit mir und mit dir zu tun, mit uns zu tun? Wir waren nicht dabei, oder? Ich meine, wir haben nicht gesagt, kreuzige ihn. Was hat das mit uns zu tun? Ich will ein paar Verse aus diesem Text vorlesen und hoffentlich werden wir wirklich sehen, das hat etwas mit uns zu tun. Es ist auch sehr wichtig für uns. Ich fange wieder mit Vers 36 an. Petrus sagte, soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den er gekreuzigt hat. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurde an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Was hat das mit uns zu tun? Das können wir sehen im Vers 39. Wir haben das gerade gelesen. Denn euch gilt die Verheißung an euren Kindern und allen, die ferne sind. Allen, die ferne sind. Wir sind die Menschen, die ferne sind. Ja, wir waren nicht da. Wir sind weit von Jerusalem entfernt und viele Jahre von dieser Geschichte, dieser Geschehen entfernt. Aber diese Versprechungen gelten auch für uns. Und die Leute, die dabei waren, haben gefragt, was sollen wir tun? Und ich glaube, heute sollen wir auch uns fragen, ja, was sollen wir tun? Wenn wir das erfahren wollen, was sollen wir tun? Es soll uns nicht überraschen, dass die Menschen, die dabei waren, das gefragt haben. Diese Leute waren Juden, sie waren religiös, sie waren da, um Pfingsten zu feiern, und sie wollten Gott gefallen. Und dann haben sie gehört, dass sie den Messias umgebracht hatten. Es gibt nichts Schlimmeres, ja? Und natürlich waren sie schockiert und sie haben gefragt, was sollen wir tun? Und wir lesen, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Sie waren tief betroffen. Und ich glaube, wir sollen auch tief betroffen sein, wenn wir merken, dass wir Sünder sind. Ja? Ja, wir haben Jesus nicht umgebracht, aber er ist für uns gestorben. Wir könnten ihn nicht zwingen, das zu tun. Er hat das getan. Und warum? Weil wir Sünder sind. Nicht, weil wir ab und zu ein paar Fehler gemacht haben, sondern weil wir Sünder sind. Und ich glaube, manchmal merken wir nicht wirklich, was das bedeutet. Ich glaube, wenn wir jetzt den 10 Geboten lesen würden, aus 2. Mose, Vers 20, würden wir merken, okay, das hat Gott von mir verlangt, aber ich habe nicht so gelebt. Und wenn vielleicht einige von uns sagen würden, mehr oder weniger habe ich so gelebt, dann können wir Matthäus Kapitel 5, 6 und 7 die Bergpredigt lesen und dann werden wir sehen, ja, wir haben nicht so gelebt. Das könnt ihr zu Hause machen, aber heute werde ich Lukas 10, Vers 27 vorlesen. Und da sehen wir die 2 größten Gebote. Ich will die vorlesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Gedanken und deinen Nächsten wie dich selbst. Haben wir Gott so geliebt? Ich nicht. Ich weiß, dass ich das nicht gemacht habe. Ja? Ich habe einen Professor gehabt an Bibelseminar und hat einmal so gebetet, Gott, wir lieben dich mit unserem ganzen Herzen. Ich habe gedacht, wirklich?
Wenn wir uns kennen, wir wissen, dass wir das nicht machen, ja? Auch wenn wir das versuchen. Und wir lieben unseren Nächsten nicht, wie wir uns leben. Aber was hat Jesus gesagt in Lukas 10, Vers 28? Er hat gesagt, tu das und du wirst leben. Aber unser Problem ist, dass wir das nicht getan haben. Und unser Problem ist, dass uns manchmal egal ist, weil wir nicht verstehen, wie heilig Gott ist, wie viel er uns liebt und wie sündhaftig wir sind. Aber wir sollen fragen, ja, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Das ist unsere Situation. Und die Worte von Petrus sind auch Worte für uns heute. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So fängt es an. Wir sollen Buße tun. Aber was bedeutet das? Ja, das ist ein Wort, das oft missverstanden ist. Buße. Es gibt Leute, die denken, Buße tun, das bedeutet, wir müssen bestraft werden oder wir müssen irgendetwas tun, damit wir Vergebung verdienen können. Aber das ist nicht, was Buße ist. Das ist gar nicht biblisch. Es gibt andere, die denken, Buße tun, das bedeutet, wir sollen versuchen, uns zu verbessern. Und ja, natürlich, wir können versuchen, uns zu verbessern und wir können das irgendwie schaffen. Wir können uns irgendwie verändern. Aber das ist nicht Buße in sich. Was ist Buße? Buße tun bedeutet, dass wir anders denken. Wir denken anders. Wir sehen uns anders. Ja? Buße bedeutet, dass wir mit Gott darin übereinstimmen, was er über uns denkt. Gott hat gesagt, dass wir Sünder sind, dass wir einen Retter brauchen. Und Buße zu tun bedeutet, wir glauben das, aber das ist nicht nur eine Meinung, wir sind überzeugt. John MacArthur hat geschrieben, wer echte Buße hat, zieht ein, dass er sich von dem Bösen der Sünden trennen und die Person und das Werk Jesu Christi und ihn allein völlig annehmen muss. Das bedeutet, wir sind tief betroffen, wir merken, dass wir Sünder sind und wir glauben, ich brauche Jesus, ich muss zu Jesus wenden. Und das ist etwas, das einfach so passiert in uns. Und das ist ein Geschenk von Gott, dass wir Buße tun können. Ja, dass wir Jesus vertrauen können. Und wir können nie Buße tun, wenn wir Jesus nicht vertrauen. Die beiden gehören zusammen. Aber ich glaube, für die Leute damals, die das hörten, das war so eine Verleichterung. Sie haben plötzlich gehört, ihr habt Jesus umgebracht, aber dann haben sie gehört, aber Jesus, der Messias, den ihr umgebracht habt, er ist bereit, euch Vergebung zu geben. Ja? Das ist so wunderbar. Jesus, sie haben Jesus umgebracht, aber Jesus war der Einzige, der ihr Vergebung geben konnte. Das ist wirklich, wirklich eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht, ich glaube, das würde reichen für uns. Das ist alles, was wir brauchen, oder? Vergebung. Aber wenn wir weiterlesen, wir sehen, Gott will mehr für uns. Er will mehr für uns als nur Vergebung. Tut Buße, haben wir gelesen, und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Wenn wir Jesus vertrauen, bekommen wir nicht nur Vergebung, sondern ein Geschenk. Und wir sollen verstehen eigentlich, was die Taufe ist. Die Taufe ist kein magisches Bad, dadurch wir gerettet werden. Das ist ein Zeichen von Vertrauen. Ja? Wenn wir uns taufen lassen, wir sagen, ich vertraue Jesus. Und wenn wir Jesus vertrauen, bekommen wir den Heiligen Geist. Das ist eine Gabe, ein Geschenk an uns. Und das ist ein Geschenk, ich glaube, das sollen wir nicht von Gott erwarten. Das hätten wir nicht von Gott erwarten sollen. Stell dir vor, du bist in einem Schmuckgeschäft. Ich bin nicht so oft in einem Schmuckgeschäft, vielleicht einmal pro Jahr vor Weihnachten oder so. Dieses Jahr war ich nicht, weil Jackie keinen Schmuck haben wollte. Nein, doch, ja, ich war dabei. Egal, ja. Aber stellst du vor, du bist in einem Schmuckgeschäft
Und du merkst, dass der Juwelier, der Besitzer des Geschäfts, ein Ohr, eine schöne Ohr auf der Decke liegen lassen hat. Und er hat das wahrscheinlich vergessen, weil er hinten gegangen ist und du bist da allein. Und diese wunderschöne Uhr ist da und du hast eine komische Idee. Du denkst, oh, das ist schön, ich würde das gerne haben. Und du guckst und es gibt keine Kameras da und du denkst, oh, ich könnte das nehmen. Ich habe nie so etwas getan, aber vielleicht soll ich das tun. Und plötzlich, du machst das. Und du gehst direkt zur Tür und dann plötzlich hörst du, warte, du bist erwischt, ja? Erwischt worden. Der Mann ist zurückgekommen. Wie würdest du reagieren? Ich glaube, die meisten von uns würden sagen, vielleicht fliehen. Aber falls du nicht fliehen würdest, was würdest du sagen? Ich weiß, was ich sagen würde. Ich würde betteln. Ich würde sagen, es tut mir sehr leid, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe nie in meinem Leben so etwas gemacht. Sie können das zurückhaben. Bitte, es tut mir sehr, sehr leid. Bitte ruft die Polizei nicht an, ich gehe jetzt. Und was, wenn der Besitzer einfach sagen würde, okay, ich vergebe es Ihnen. Es ist okay. Was für eine Erleichterung würde das sein? Aber was ist, wenn er sagen würde, ich vergebe es Ihnen und ich will Ihnen ein Geschenk geben. Ja, diese Uhr war wirklich schön, aber es gibt schöne Uhren hier. Sie können einfach eins nehmen. Das ist ein Geschenk von mir. Das würden wir nicht erwarten, oder? Kein Geschäftsmann würde das machen, aber Gott ist kein Geschäftsmann. Er hat uns lieb. Er liebt uns so sehr, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Jesus ist auferstanden, aber Gott will, dass wir mehr als Vergebung von ihm bekommen. Er will eine Beziehung zu uns haben. Diese Beziehung fängt nicht in der Ewigkeit an, sondern hier und jetzt, wenn wir Jesus vertrauen. Deshalb hat Gott seinen Heiligen Geist in die Welt geschickt. Aber was ist der Heilige Geist? Es gibt Menschen, die über den Heiligen Geist sprechen, als ob er ein Es ist, als ob der Heilige Geist ein Ding ist oder eine Substanz, eine magische Kraft oder so etwas. Aber der Heilige Geist ist Gott. Gott ist Vater, Sohn und Geist. Gott ist eins, aber es ist auch drei, Vater, Sohn und Geist. Und Gott will, dass wir eine Beziehung zu ihm haben und deshalb hat er, der Heilige Geist, geschickt. Er will mit uns sein und in uns sein. Was hat Jesus gesagt in Matthäus 28? Ich werde jeden Tag bei euch sein. Und das ist er durch den Heiligen Geist, wenn wir Jesus vertrauen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, wenn wir Jesus vertraut haben. Aber man könnte fragen, okay, wann haben wir das bekommen? Oder wann bekommt man das? Und es gibt Leute, die reden, als ob man davor betteln muss. Ja? Gott, gib mir das, ich will das haben. Aber was haben wir in diesem Text gesehen? Wer hat das bekommen? Jeder hat das bekommen. Und die Leute mussten nicht betteln, sie mussten nicht lang warten, sie mussten nicht Gott anflehen. Natürlich, die Jünger haben einige Tage gebetet vorher. Aber das war der Anfang. Jesus hat ihnen das versprochen. Aber jeder, der sich umgekehrt hat und Jesus vertraut hat, der sich taufen lassen hat, hat den Heiligen Geist bekommen. Petrus sagte, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jeder von uns kann das haben. In Römer 8, Vers 9 lesen wir, was Paulus schrieb. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Er schreibt an Christen. Er sagt, ihr seid im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus, der Heilige Geist ist der Geist Gottes, der Geist Christus, wer aber den Geist Christus nicht hat, der ist nicht sein. Er sagt, wenn du Gottes Geist nicht hast, bist du kein Christ. Jeder Mensch, der damals da war, hat den Heiligen Geist bekommen, der Jesus vertraut hat. Und Jesus hat das versprochen. In Apostelgeschichte 1, Vers 5 hat er gesagt, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden
nicht lange nach diesen Tagen. Das ist, was an diesem Tag passiert ist. Die Leute wurden im Heiligen Geist getauft. Und Petrus hat das auch so verstanden. Später hat er eine Geschichte erzählt in Apostelgeschichte 11, Verse 15 und 16. Er hat die Geschichte erzählt, wie Cornelius und seine Familie und seine Freunde zum Glauben gekommen sind. In Vers 15 und 16 in Apostelgeschichte 11 hat er gesagt, als ich aber zu reden anfing, er hat das Evangelium erklärt, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Falls jemand dich fragt, bist du mit dem Heiligen Geist getauft worden? Wenn du Christ bist, wenn du Jesus vertraust, kannst du sagen, ja, das habe ich. Ja? Und das ist wirklich wunderbar. Und das ist, was wir heute feiern wollen, dass wir das erleben dürfen. Und nicht nur, das ist nicht etwas, das einmal passiert. Jeden Tag erleben wir Gott in uns. Deshalb feiern wir. Und ich könnte viel mehr erklären, was das für uns bedeutet. Ich will einfach ein paar Verse vorlesen. Aus Galater 5, Verse 22 und 25. Paulus schreibt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lusten. Wenn wir im Geist leben, und wir leben im Geist, wenn wir Christen sind, so lasst uns auch im Geist wandeln. Was bedeutet das? Wir vertrauen Gott Schritt für Schritt. Wenn wir Hilfe brauchen, wir gehen direkt zu ihm, wir lesen sein Wort, wir wissen, dass wir Sünder sind. Aber wir vertrauen auch, dass er uns Schritt für Schritt verändert. Und das können wir erleben. Und für mich als Pastor, als Christ, ein Teil einer Gemeinde zu sein, ist es so wunderbar, das zu sehen. In dem Leben von den Menschen in dieser Gemeinde. Dass wir das zusammen erleben dürfen. Und wir sollen und wir können und dürfen das wirklich feiern. Lass uns kurz beten. Danke Gott, dass das Pfingsten passiert ist und dass es auch in uns passiert. In jeder von uns, der Jesus vertraut als Herrn und Retter, Gott. Manchmal vergessen wir das, manchmal spüren wir das nicht. Aber du hast gesagt in deinem Wort, dass der Heilige Geist deine Liebe in uns ausgießt. Und ich bete, dass wir das auch heute erleben würden. Dass wir wirklich wissen und spüren würden, wie sehr du uns liebst. Gott, wir sind Sünder. Danke, dass wir Vergebung in dir bekommen haben. Aber danke, dass wir nicht nur Sünder sind. Du heiligst uns durch den Heiligen Geist. Danke, dass du in uns bist. Danke, dass du mit uns bist. Amen.